So Freunde, heute schauen wir uns die französische Nischenmarke Maison & Sens genauer an. Habe ich hier schon mal in einem Video gezeigt, das ein oder andere Mal. Macht alles richtig. Ich bin wirklich, ihr seht mich, euphorisiert für diese Marke. Maison & Sens ist einfach ein Brett, ein Brecher, ein Knaller, ein Banger. Aber ihr habt euch wieder ein Markenvorstellungsvideo gewünscht, also habe ich mir gedacht, komm, da lasse ich mich nicht lang bitten. Das Mama hat mir das Ding hier gekauft und wir gehen heute mal in die Tiefe, schauen uns das komplette Portfolio der Marke an und reisen durchs Universum. Und was genau das bedeutet, erkläre ich gleich. Erstmal sage ich herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde heute ein bisschen auf die Tube drücken, denn es sind wahnsinnig viele Düfte. Ich will das nicht so aufblähen. Ist ja auch eine Marke, die jetzt vielleicht nicht jeden super doll interessiert, aber ich will euch auf jeden Fall einen Eindruck geben, weil ich die wirklich klasse, wirklich spannend finde. Wir müssen einmal ganz kurz mit der Backstory anfangen. Ihr kennt das. Also dahinter steht ein Mann, der heißt Philippe Constantin und der kommt eigentlich aus Kamerun. Vater war Franzose, Mutter kam aus Marokko, ist in Casablanca aufgewachsen, ist dann nach Frankreich gegangen, mit 18 wollte da eigentlich Economics und International Law studieren, hat dann allerdings den Parfümeur Jean-Claude Ligodeau getroffen und damit ist dann seine Liebe für das Parfum, für die Duftwelt irgendwie entbrannt. Und zwar so stark, dass er direkt eine Marke gegründet hat, nämlich Maison & Sens. Und das Ganze, und jetzt wird es ein bisschen kryptisch, fußt auf einem Buch seines Großvaters, in dem es eine Rasse, eine Spezies gibt, ein unbekanntes Volk, die Artganis, und die ballern da durchs Universum und die kommunizieren über Düfte. Ja, kann man jetzt natürlich sagen, okay, alles klar. Ich bin da auch immer sehr vorsichtig, aus Respekt davor, weil ich weiß, ne, Geschichte vom Großvater, und ich will da keine Witze drüber machen. Mir ist das zu viel IT, aber geschenkt. Als Überbau für eine Marke mag das irgendwie klappen. Oder gibt es halt 4 so Opusse und dann waren die da, gibt es irgendwie einen, den schwarzen Opus und die Moroccan Tales und so. Da wird dann wahrscheinlich, es geht so ein bisschen um Identität und seine Mutter, ne, marokkanische Wurzeln und sowas. Ja, und was diese Düfte alle ausmacht, ist, dass das so typisch französische, manchmal fast so ein bisschen Vintage Parfümerie ist, immer gepaart mit so einer guten Kante Animalik. Ich werde hier heute das ein oder andere Mal aber spicken müssen, das sage ich euch an der Stelle auch schon mal direkt. Ich hab mir so ein iPad gekauft, eigentlich sollte das so ein externer Monitor werden, aber natürlich kann man ein iPad und ein iPhone nicht spiegeln, deswegen muss ich jetzt hier weiterhin mein MacBook irgendwie als Monitor nutzen und muss hier auf diesem iPad rumswipen, was total nervt, mache ich auch nicht gerne, aber das Ding ist, diese Düfte, also man kann immer so ein bisschen anhand des ersten Worts erahnen, um was es darin geht. Und das zweite Wort ist ein Wort aus der Sprache dieser Artganis, dieser Spezies da. Ne? Und klar, das orientiert sich immer wieder an verschiedenen Wörtern aus unterschiedlichen Sprachen, ne? Mal aus dem Arabischen, mal aus dem Afrikanischen und so. Aber hier ist es dann schon so, ich habe da ganz schön Research machen müssen, damit man irgendwie grob erklären kann, was das bedeutet. Und selbst das ist so ein bisschen Guessing Game. Also ich hoffe, ich erzähle da keinen Mist. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben, es rauszufinden. Ist egal. So, wir starten rein und wie gesagt, heute wird nicht so witzig, wird nicht so geckig, aber ich gebe ein bisschen Gas, weil sonst sitzen wir hier einfach morgen. Also, der erste ist hier dieser Ambre Ayana. Ayana, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Gucken, ob der Autofokus hier heute wieder reinscheißt oder ob wenigstens das funktioniert. Und das ist der Duft der Versuchung. Es kommt vom afrikanischen Wort Ayana, ist wohl auch ein Vorname, bedeutet schöne Blume. Und ja, können wir uns ja vorstellen, was dann hier Ambre Ayana ist, also schön blumig, Bernstein, der Amberduft mit schönen Blumen. Ja, alles klar. So, und was kriegen wir jetzt hier? Schauen wir mal. Also, die Duftnoten sagen Bergamott, Orange, Zitrone, Safran, Rose, würzige Noten, Jasmin. Und dann haben wir Amber, Moschusnoten, Sandelholz, Vanille, Gourmandnoten, animalische Noten, Ledernoten. Ich finde das immer schwierig, wenn da Noten steht, aber werden irgendwelche Akkorde sein, komm, ist egal. Ja, und tatsächlich muss man sagen, dieses zitrische Opening mit der Rose ist das, was man am Anfang wirklich als erstes bekommt. Jetzt kein duschgeliges, aquatisches Opening, also ne, diese Zitrik ist hier wirklich gut eingebunden, ist eher würzig. Die Animalik habe ich jetzt zumindest hier auf dem Teststreifen noch nicht, die Gourmandnoten auch nicht, aber in erster Linie ist das so ein bisschen blumig-zitrisch, aber auch schon hier, wir gucken uns die am Ende nochmal an. Ne? Ich werde, wie gesagt, die jetzt nicht bis zum Tode riechen, sondern wir gehen da am Ende einmal nochmal schnell durch. Erstmal hier auf jeden Fall, trotz dieses zitrischen Openings ist das für mich kein frischer Duft. Und das ist jetzt keine Kritik, ich mag ja frische Düfte, nicht immer nicht, aber meistens bin ich ja eher bei den schweren Düften beheimatet und hier in dem Fall ist das glaube ich, eher ein schwererer Duft, trotz dieser ganzen Zitrik. So, als nächstes, ihr könnt es mal auch angucken, ich finde, es sieht so ein bisschen, hier ist es ein bisschen lesbarer, der Chypre Isil oder Isli, so ist es richtig, Chypre Isli. Ich sage ja, das ist alles nicht so easy. Isli ist wohl ein See in Marokko und ein Chypre
kennen wir ja, das sind so zwei traditionelle Akkorde. Ne? Es gibt den Fougère, das ist eher so der Farnakkord mit Lavendel, und den Chypre, das ist immer Zitrik, meistens Bergamott, und dann hat man Rose, Jasmin und unten in der Basis Eichenmoos. Und hier hat man eigentlich gar keinen typischen Chypre-Aufbau. Wir haben zwar die Bergamott, wir haben auch noch eine Orange und eine Zitrone, aber es fehlt im Herzen, fehlt da Rose, Jasmin. Sondern da haben wir hier bei dem Duft Gewürze, Orange, Heliotrop, Weihrauch, weiße Blüten, Ylang Ylang, Iris und unten dann Moschus, Patchouli, animalische Noten, Eichenmus, Sandelholz, Zedernholz. Das ist auch aus diesen Moroccan Tales. Wie gesagt, da gibt es ja diese verschiedenen Opusse. Und das ist der Duft der Leidenschaft. Und ich muss sagen, der hat eine ganz deutliche Patchouli-Note. Wirklich gar kein Chypre-Duft, da braucht man nicht lang suchen. Also nach so Barbershop, Rasierwasser riecht hier nichts. Sondern der hat vor allen Dingen dieses leicht, also es ist so ein bisschen so ein, man könnte das vielleicht in so eine Richtung, wenn man sich so vorstellt, so ein Nasomatto, so ein Pardon, mit ein bisschen weniger diesen schokoladigen Noten, aber dafür ein bisschen was Zitrischem. Aber auch hier kommt tatsächlich irgendwas Erfrischendes, was nicht unbedingt zitrisch ist. Das könnte sogar so ganz leicht minzig sein. Ist natürlich nicht gelistet. Und ist vielleicht auch einfach nur, wie das hier verblendet ist. Ich finde es auf jeden Fall... Also ich fand den Ambre Ayana nicht schlecht, aber der gefällt mir hier besser. Aber ich mag halt auch den Pardon. So, also für Leute, die das mögen, könnte das was sein. So, dann haben wir als nächstes den Queer Erindil. Auch hier wieder, und da habe ich wirklich lange geguckt, da konnte ich gar keine Ableitung finden, keine Ahnung, was Erindil ist. Wer das weiß, kann das in die Kommentare schreiben. Und das ist einer der Düfte, die ich vorher schon kannte, denn den hat mir eine liebe Parfümer mit als Abfüllung dazugelegt, als ich da was gekauft habe. Und das ist der Duft der Dualität. Hier soll jetzt also quasi Zitrik auf Leder und Animalik treffen. Und ja, schauen wir mal. Wie gesagt, den kenne ich. Brauche ich euch jetzt nichts vorerzählen. Und das Krasse ist, dass diese Zitrik hier tatsächlich so ein bisschen so was Brausepulverartiges hat. Und direkt danach kommt aber wirklich das Bibergeil-Leder, diese ganze Mischpoke. Bibergeil-Leder, Moschus, Vanille, Sandelholz, Tonkin-Moschus. Das ist ja, wird kein echter Hirschmoschus sein, glaube ich nicht. Das wird irgendwie synthetisch sein. Zibet. Und dann haben wir eine Basisnote, aromatische Noten, Iris, Gewürze, Myrrhe, Weihrauch. Und ich will nicht sagen, dass das, ne, der riecht jetzt nicht wie ein Bianchi-Duft, aber so von der Duftrichtung. Also auch ein sehr dichter Duft. Hier sind diese Ledernoten relativ schnell präsent. Und tatsächlich überstrahlt auch dass die Animalik, hier kommt auch auf dem Streifen des Bibergeil schon mehr durch. Und ich sage nicht overpowered, aber das ist relativ, also ne, normalerweise bei dem anderen Duft hier hatten wir gerade wirklich, dass die Zitrik so ein bisschen länger steht. Hier kommt schon das würzige, animalische dann schneller durch. So, jetzt haben wir den Encens Capnos. So, jetzt hoffe ich, spreche das richtig aus. Das ist ein Duft, ihr seht, ich tippe hier so ein bisschen, das gehört leider dazu. Capnos ist das griechische Wort für Rauch. Und es gibt auch, und sorry, das habe ich jetzt wirklich nicht parat, es gibt aber auch so eine Wahrsager-Richtung, die auch irgendwie Cap irgendwas heißt, sorry. Also dafür bin ich einfach nicht spirituell und esoterisch genug, da tut mir wirklich leid. Und da wird die Zukunft aus dem Rauch, also rausgelesen. Also macht da jemand Rauch, guckt da rein, sagt, ah ja, alles klar, morgen Beförderung. So ungefähr. Und hier, ja, Weihrauch, Encens und Capnos, ja, der Rauch. Und hier haben wir jetzt rote Früchte, grüne Noten, Weihrauch, holzige Noten, Ledernoten, Weihrauch, Gourmandnoten, Moschusnoten. Und hier steht als Parfümeur Eric Gigoudot. Ob das jetzt der Bruder ist, I don't know. Also, dass er gleich 2 Gigoudots getroffen hat, halte ich erstmal für unrealistisch. Ja, und tatsächlich hat er so rote Früchte. Mir gibt es eher so eine Beerennote, also was Beeriges. Ja, das könnte auch so Brombeer sein oder sowas. Gar nicht mal so krass synthetisch, wie man vielleicht vermuten würde. Grüne Noten, da wie gesagt, das ist ein Teststreifen. Ne? Und außerdem, wenn man hier 2 Düfte sprüht, ne, ist ja natürlich, dann riecht das hier wie in der Parfümerie. Ich muss nachher erstmal die Fenster aufreißen, das war mir hier irre. Weihrauch ist auf jeden Fall da. Ob da jetzt noch Gourmandnoten sind, wie gesagt, wir werden uns das am Ende nochmal angucken. Den finde ich auf jeden Fall ganz spannend, weil vor allem auch diese Mischung aus Weihrauch mit roten Früchten und grünen Noten, das machen die hier oft. Genau, der ist aus der Reihe The Divinatory Waters oder Divinatory, ich glaube Divinatory spricht man das aus. Aber das wird wieder ein Spaß in den Untertiteln. Naja, also die heiligen Wasser, mit allen Wassern gewaschen ist man hier. Und dann gibt es noch den Encens
Gott, Freunde, Alter, warum kann ich denn nicht sprechen? Incense, Encens, Pyro. Ich denke mal, Pyro, weiß ja jeder, ne? Pyromanie, Pyrotechnik, Pyro, da ist irgendwas mit Feuer, da brennt's. Mich nervt das wirklich. Ich hatte Französisch damals in der Schule. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr sagt mein Hirn, du kannst das nicht aussprechen. Ich weiß prinzipiell, wie man das aussprechen müsste, aber meine Zunge sagt nein. Uiuiui. Uiuiui. Ja gut, okay. Also hier ist Pyro wörtlich zu nehmen. Eieieiei. Das riecht wirklich... wir hatten hier letztens auch von Anomalia diesen Shaman. Da ist schon wirklich böse Rauch drin. Hier sagen sie Bergamott, feuerwürzige Noten. Naja, Feuer, also... Boah, das ist schon... Also hier habt ihr wirklich so einen richtig krassen Rauch. Wirklich rauchig. Nicht Kippenrauch oder so Feuer, Lagerfeuerrauch, Kohlen, Asche. Animalische Noten, Honig, Iris, Jasmin, Weihrauch, Zedernholz, Gourmandnoten, Ledernoten, Moschusnoten, Patchouli, Sandelholz, Vanille. Das ist eine irre Mischung. Ob einem das gefällt? Naja. Also ich finde es cool. Also das hat so ein bisschen was von unseren abgebrannten Wunderkerzen oder so. Aber das ist auch momentan das Einzige, was ich hier rieche. Also der ist echt wirklich doll drauf. Gut, als nächstes haben wir hier den Fig Aoudi. So. Da erwarte ich mir jetzt eine Feige mit Oud. Und ja, das ist auch meine Erklärung dazu. Hier wird auch das Aoud mit 2 I und das haben sie ja oft. Ne? Also der Masque d'Arabie, jetzt haben wir komplett einfach in die falsche Richtung gesprüht. Jetzt ist hier alles voller Öl. Nun gut, also ich meine, wer da so doof ist wie ich jetzt gerade, den bestraft da so ein bisschen das Leben. Also, und da muss man sagen, ich glaube, dieses Doppel-I, das soll auch aus dieser Fantasiesprache sein. Ne? Aber ihr merkt, im Endeffekt funktionieren diese Noten wahnsinnig, diese Düfte wahnsinnig toll, auch ohne dieses Weltraum-Art Garnis-Briborium drum. Und irgendwie kommt der mir bekannt vor, ich weiß noch nicht warum. Weil es ist jetzt nicht so ein Gris Chanel Feigenduft. Orangenblüte, Bergamott, Feige, Iris, Leder, Veilchen, Zeder, Ilang-Ilang, Bibergeil, Amber, Zibet, Moschus, Oud, Sandelholz, Tonkin-Moschus. Also auch hier wieder animalische Basis. Und relativ grün. Also es ist so eine grüne Feige, Feigenblatt, Oud. Wenn ihr Bock habt, so ein bisschen frühlingshaft sommerlichen Oud-Duft mal zu probieren, der könnte was sein. Also weil das funktioniert hier tatsächlich ganz gut. Ich hatte jetzt Sorge, dass der vielleicht, wenn das so eine süße Feige ist, so klebrig wird. Ist der aber nicht. Der hat eher so eine holzig-fruchtige, holzig-grün, grünfruchtig. Irgendwo in dem Bereich changiert das. Gott, ach Gott. So, der nächste, Fig Elé. Und das könnte, das habe ich mir hier so selber zusammengegoogelt, weiß nicht, ich bin der Sprache leider auch nicht mächtig, von dem Wort Yail, Lail. Was heißt der Nacht auf Arabisch? Lail? Naja, auf Feige der Nacht, irgendwie sowas. Es tut mir leid, ich habe wirklich versucht, hier einfach so ein bisschen Erklärungsversuche zu finden, wie man diese Düfte einordnen kann, wobei das auch überhaupt nicht passt. Also ich glaube, dass das auch Elei, kann ich das gleich mal zeigen, wie man das schreibt, ne? Auch wieder mit diesen 2 I, jetzt geht das hier nicht zu, heute wieder Chaos hier. So sieht das aus. Nach Nacht riecht es hier überhaupt nicht. Das ist, den Duft habe ich ja selber, den habe ich hier in dem Video auch schon mal gezeigt. Das ist halt wirklich ein knallgrüner Feigenduft mit Tuberose. Finde ich wirklich wahnsinnig gut. Grüne Noten, Feige, Tuberose, Iris, Moschus, Bibergeil, auch wieder Tonkin, Moschus, Zibet, Sandelholz, Zeder. Und hier überwiegt sogar das Grüne. Also hier ist eindeutig eher Feigenblatt als Feigenfrucht. Die Tuberose wunderschön, total strahlend, ohne dass da jetzt irgendwie so eine Kaugumminote kommt. Die Iris, also dass das jetzt irgendwie so pudrig wird, kann ich nicht erkennen. Und den habe ich auch schon mal auf der Haut getragen. Und ja, diese animalische Basis, die kommt erst später. Die lässt sich ein bisschen Zeit. Das haben wir nicht ganz am Anfang. Dann haben wir den Masque d'Arabie, den kann ich euch an der Stelle mal zeigen. So sieht der hier aus. Den habe ich auch als Flakon. Den hatten wir hier schon mal in einem Video, ne, so rum. Und dann haben wir hier vorne diese Plakette und so. Und schöne Metallkappe. Ist gut gemacht. Und wir nehmen jetzt trotzdem den hier aus dem Sample. Da weiß ich aber schon, was uns erwartet. Masque d'Arabie. D'Arabie ist, glaube ich, auch ein Wort aus dem Arabischen. Bedeutet golden, also der goldene Moschus. Und das ist so ein richtig krasser, fast Vintage 70s Moschusduft. Muss ich schon sagen. Finde ich persönlich sehr cool. Es ist wirklich, der ist auch pudrig, obwohl da keine Iris drin ist, aber doch ist Iris drin, klar ist Iris drin. Der ist super
super blumig, pudrig, Moschus. Also das ist wirklich eine Puderbombe. Mit so einem zitrischen Opening. Aber da werde ich jetzt nicht lange drüber reden. Den hätte ich mir nicht gekauft, wenn er nicht super wäre. Also man muss dieses ja fast schon so ein bisschen Haarspray-artige, dieses Vintage-mäßige, diese Oldschool-Moschus-Düfte mögen. Sonst wird man hier vermutlich nicht so richtig warm mit. Ich finde ihn allerdings klasse. Ja, es ist ein sehr schöner Duft. Ich muss jetzt noch mal eben gucken, für was der hier stehen soll. Das steht ja hier nämlich auch noch immer bei. Genau, den goldenen Moschus hatten wir. Aber, und das habe ich gerade vergessen an der Stelle, das reiche ich natürlich nach, ihr kennt das, der Fig Ilei, das war der Duft der Harmonie und der Fig Audi war der Duft der Verführung. Ich weiß jetzt nicht, wo hier der Unterschied ist. Es gibt auch 2 Düfte der Leidenschaft. Also, ich glaube, so ganz trennscharf ist das auch alles nicht. Insgesamt der goldene Moschus hier ein fantastischer Duft. Als nächstes haben wir den Musk, wie heißt das gute Stück hier? Kaliri, auch wieder die 2 I's, ne? Ihr seht das hier. So. Und das ist jetzt der Duft der Macht. Das könnte von Khalifa kommen, der Imperial Musk, schreiben sie zumindest auf ihrer Website. Das ist der imperiale Moschus. Und da bin ich jetzt mal gespannt, also was uns hier dann offeriert wird. Oh jo, das steigt schon doll in die Nase hier. Bitter, Orange, Bergamot, Orangenblüte, Jasmin, Rose, Moschus, Sandelholz, Leder, Vanille. Und was soll ich sagen? Hier ist tatsächlich so, wer diese Orangenmarmelade kennt, wo diese Schalen drin sind. Auch die Orangenblüte, Jasmin, total. Das ist schon ein Duft, der eher so ein bisschen in so eine vielleicht feminine Richtung geht, aber ich glaube, genau deswegen könnte er auch an einem Typen super spannend sein. Boah, kann ich gar nicht so richtig einordnen. Riecht auch sehr oldschool. Die Orange ist stark hier. Auf dem Teststreifen zumindest. Ja, also diesen Moschus habe ich bei dem anderen viel deutlicher als jetzt hier. So, dann geht's weiter. Neroli Animalis ist das. Also hier nehme ich an, haben wir Animalic und Neroli zusammen. Hier, da haben wir einmal, so sieht das aus. Ne? Und hier kriegen wir jetzt Bergamot, Orangenblüte, Petit Grain, Neroli, holzige Noten, blumige Noten, Rosengeranium, Moschus und jetzt Ambroxan, Benzoin, maritime Noten. Also unten wird es dann so halb aquatisch, oder was? Ja, interessant, gucken wir doch mal, was wir hier kriegen. Ui, da ist auf jeden Fall viel Animalik drin. Ja. Das ist so dieses typisch seifig Neroli-artige. Ja, auch das Petit Grain, das ist so ein bisschen... Ich habe letztens von einem, auch auf Parfumo, von jemandem so eine kleine Abfüllung bekommen von so einem Vintage Kuros von Yves Saint Laurent. Und es gibt ja viele Leute, die vermissen das. Die meinen ja, der riecht ja gar nicht mehr so schlimm nach Toilette wie das Original mittlerweile. Wer diesen alten Kuros-Geruch mochte, der wird hiermit vielleicht glücklich. Weil das ist schon, also diese maritimen Noten, Neroli und dann diese Animalik, ja, das gibt mir schon Vibes, die ganz deutlich in diese Richtung gehen. Das muss man schon sagen. Guck mal, ob das hier auch irgendein bestimmter Duft ist. Also ob der jetzt hier auch wieder Duft der Leidenschaft oder sowas ist oder ob das einfach ein ganz normaler Duft ist. Ein Neroli zwischen Licht und Schatten. Na gut. Dann haben wir als nächstes den Osmanthus Shibori. Keine Ahnung, was das sein soll. Also Shibori ist ja so eine, ist ja Shibori-Stil, ist aber eigentlich was Japanisches. Osmanthus kennen wir, ist oft auch an so Düften, die so ein bisschen ledrig sind. Und dann wollen wir mal gucken, was hier geht. Shibori übrigens mit 2 I. Für alle, die das jetzt nicht eh schon gedacht haben. Und hier haben wir jetzt aromatische Noten, fruchtige Noten, grüne Noten, Orange, Schwarz, Johannisbeere, ziemlich überladen. Süße Noten, zitrische Noten, blumige Noten, Iris, Jasmin, Osmanthus, Rose, würzige Noten, animalische Noten, balsamische Noten. Man hätte ja auch einfach reinschreiben können, welches Balsam und welches Animal, ne? Aber gut. Holzige Noten, Honig, rauchige Noten, Solarnote, Weihrauch. Ja, okay. Also hier ist so einer, den finde ich jetzt ein bisschen schwierig, weil er mich auch an irgendwas ganz doll erinnert. Der riecht zumindest jetzt auf dem Streifen so leicht synthetisch. Säuerlich, grüne Noten, aromatische Noten, schwarze Johannisbeere, zitrische Noten, das kommt schon hin. Der hat auch irgendwas,
Jetzt habe ich es, Freunde, jetzt habe ich es. So eine Papaya-Note tatsächlich. Wer das kennt, so auch so im Asiatischen, diesen Green Papaya Salad, diese grüne Papaya, das ist hier drin. So riecht es. Doch. Jetzt, wenn man es so ein bisschen, wenn der Schädel erstmal mitspielt, dann. Am Anfang dachte ich erst so, was ist das zur Hölle? Aber nee, das ist so eine grüne Papaya. Ja, ist ganz spannend. Gucken wir mal, wie der sich gleich macht. Dann haben wir hier ich skippe mal wieder hin und her. Wie gesagt, heute haben wir mal wieder ein bisschen Video, was nicht so straight durchchoreografiert ist. Gehört ja auch mal dazu. Brauche ich auch ein anderes Setup, brauche echt eine andere Lösung dafür. Der Oud Deney mit 2 I ist der Duft der Hingabe und Deney bedeutet wohl Lakritz. Also hier haben wir dann das Lakritz-Oud. Gucken wir mal, ob der Name hier dann auch Programm ist. Ich hoffe, dass ihr noch dabei seid. Wahrscheinlich die Hälfte der Leute schon abgeschaltet. Weil das schon hier wirklich heute sehr, sehr nischig ist und sehr... Wir sind hier schon so ein bisschen schwer auf dem Weg durch den Kosmos, ne? Anis, Lakritz, Tabak, Veilchen, Amber, maritime Noten, Moschus, Tonkin-Moschus. Aber das muss man auf der Haut probieren. Also ich habe tatsächlich diese Lakritznote nicht so dolle. Also ja, so Anis vielleicht so ein bisschen, aber eher so diese Anissamen, weiß ich nicht, Fenchelsamen, die Richtung. Und dann Tabak. Aber tatsächlich kommen diese maritimen, du hast so was Salziges. Aber keine Sorge, es riecht jetzt nicht nach Salz, Lakritz. Ah ja, vielleicht braucht er ein bisschen. Wir gucken gleich nochmal. Ist auf jeden Fall spannend. Den finde ich von allen bis jetzt so am indifferentesten. Das heißt, wenn ich den jetzt ohne das Wissen, was da drin sein soll, aufgesprüht hätte, hätte ich vermutlich nicht gewusst, was das sein soll. Jetzt haben wir den Rose Ume. Auch da muss ich sagen, was Ume mit 2 I bedeuten soll. Es gibt wohl das Wort für Mutter, was so ähnlich klingt. Schauen wir hier mal. Von Mutter der Rose. Eine giftige, süchtig machende Rose. Und tatsächlich hat das so ein traubenzuckeriges Opening. Fruchtige Noten, Gewürze, exotische Blüten, Gewürze, Heliotrop, Iris, Maiglöckchen, Rose, weiße Blüten, Heu, holzige Noten, Patchouli, wieder die ominöse Solarnote und Vanille. Ja, der ist auch so in die puderige Richtung. Ich finde die Rose gar nicht so prominent. Ja, was hier wirklich, das Maiglöckchen gibt so eine typische Strenge. Wer weiß, wie Maiglöckchen riecht, der wird sich das vorstellen können. Hat auch so was Traubenzuckerartiges. Nun gut, also das ist jetzt vielleicht nicht so mein Favorit, aber so richtig, dass da einer schlecht war, kann ich auch nicht sagen. Jetzt haben wir den Santal Tislit. Und Tislit bedeutet, glaube ich, auch wieder aus dem Arabischen sowas wie, oder nee, nicht aus dem Arabischen, sondern das war aus der Berbersprache. Gott, Leute, es tut mir leid, wie gesagt, also ich will mich nicht dauernd entschuldigen, aber das ist wirklich viel Holz und das sich alles zu merken, ist wirklich schwer. Genau, aus der Sprache der Berber kommt dieser Ausdruck. Ich hatte das hier vorhin auch noch mal mir einmal aufgeschrieben. Genau, aus dem Tamazigh, also Sandelholzbraut. Das ist der Duft der Leidenschaft. Man merkt, wenn man sich mit dem Storytelling bei Düften zu viel Mühe gibt, kann das auch überfordernd wirken. Da wäre mir manchmal das vielleicht weniger, wäre da mehr. Bergamott, Heliotrop, holzige Noten, Honig, Jasmin, Rose, Sandelholz, Vanille, Moschus, Weihrauch. Was soll ich sagen? Vor allem diese Weihrauch-Sandelholz-Note hat man direkt am Anfang. Zumindest hier auf dem Teststreifen ist jetzt diese Bergamott, dieses Zitrische, nicht so sehr ausgeprägt. Ist ein ganz schöner Sandelholzduft. Viele Sandelholzdüfte gehen ja manchmal auch so ein bisschen in so eine, ja nicht nur in so eine cremige, sondern auch vielleicht so ein bisschen so eine herbsäuerliche Richtung. Das hat er hier gar nicht. Also der ist wirklich eher so süß-cremig, holzig süß, die Richtung. Auch ein ganz spannendes Ding. Wird hier allerdings als Damenduft geführt. Allerdings ist das, glaube ich, Parfumo geschuldet. Das sind alles Unisex-Düfte. Und der letzte ist der Santal Wagasai, auch wieder mit 2 I. Wer hätte es sich denken können? Und hier haben wir jetzt den, ja, das kommt von auch ein japanisch inspiriertes Sandelholz. Wasaga ist das japanische Wort für Schirm. Also Leute, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin hier auf dem Weg mit den Art Garnis im Universum irgendwie falsch abgebogen.
Ich habe mir auch gedacht, so, ey, da suchen wir uns das raus und dann übersetzen wir das so frei nach Schnauze und es wird schon geil und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Hälfte der Sachen stimmen auch nicht. Aber gut, ich habe es versucht. Es lässt sich auch einfach nicht alles machen. Und den finde ich schon wieder direkt spannend. Das ist richtig, richtig spannendes Opening. Aromatische Noten, Bergamot, Neroli, würzige Noten, Zitrone. Ja, und diese Zitrone-Neroli-Kombi ist echt geil, ist cool. Heliotrop, Iris, Rose, weiße Blüten, da sind wir noch nicht. Amber, balsamische Noten, animalische Noten, Heu, holzige Noten, Leder, Moschusnoten, Patchouli, Sandelholz, Vanille, Zeder. Also doch, es sind alle haben animalische Noten, alle. Wird dann relativ süß. Weiß gar nicht, wo das so herkommt, weil von den Noten her müsste der jetzt eigentlich eher so ein bisschen blumig-holzig werden. Dass die aromatischen Noten sind. Auf jeden Fall diese Zitrone ist so eine sehr angesüßte Zitrone, die wir hier bekommen. So, Freunde, jetzt sind wir durch. Ich gehe jetzt hier den ganzen Sermon nicht nochmal so super im Detail durch, sondern wir gucken jetzt hier nur nochmal grob auf die Noten. Also ich hoffe, ihr habt euch das alles gemerkt, ob es jetzt der Duft der Leidenschaft, der Dualität oder das was weiß ich was ist. Ist auch alles nicht so einfach. Die Namen blende ich euch ja sowieso immer ein. Also wenn euch jetzt hier irgendein Duft angefixt hat, dann guckt, wie der sich schreibt. Das ist wirklich, ich sage ja, das ist der größte Hemmschuh. Ich finde die Marke cool, ich mag auch deren CI, ich finde das auch irgendwie schön gemacht, die Flakons, alles. Aber dieser Überbau, also ja, Respekt vor der Story, mag sein, dass das irgendwie super emotional ist, aber es hilft einfach nicht, diese Dinger zu erinnern. Das ist das Problem. Also Ambre, Ayana, das weiß ich hier noch. Das war irgendwie die Blume mit dem Amber, die schöne Blume. Und ich sag's euch, ich habe es am Anfang nicht kommen sehen. Da ist die Animalik. Tatsächlich, klar, knallt durch. Safran, auch starke Safrannote. Das ist so, jetzt hat sich das zitrische Opening ziemlich zurückgezogen. Safran haben wir, Rose. Ja, diese Gourmand-Noten, weiß ich nicht, es ist so ein bisschen so eine undefinierbare Süße. Hätte ich jetzt auch auf den Amber schieben können. Aber definitiv die Animalik ist auf jeden Fall am Start. Da haben wir den Chypre Isli. Übrigens komischerweise mit einem I. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil es diesen See wirklich gibt. Ne? Obwohl, da hätte man ja trotzdem das I dranhängen können. Das ist inkonsequent. Der müsste auch mit 2 I geschrieben werden jetzt. Ich habe ja extra versucht, die Sprache von hier diesen Art Garnis zu lernen. Schon wieder verkackt. Ja, also hier bleibe ich bei. Das ist für mich sehr ein Patchouli-lastiger Duft. Auch hier kommt die Animalik jetzt durch. Auch das Eichenmoos so ein bisschen. Finde ich aber geil. Finde ich cool. Wäre ein Duft, den ich mir auch kaufen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sag, wie es ist. Queer Erindil. Ja, auch hier. Ne? Also da kommt jetzt ein bisschen auch die Iris durch. Aber in erster Linie ist das gewürztes animalisches Leder. Nicht ganz so krass animalisch wie ein Bianchi-Duft, aber geht stark in die Richtung. Finde ich auch super. Kann ich euch auch an der Stelle empfehlen. So, jetzt haben wir den Essence Capnos. Die roten Früchte mit dem Weihrauch. Mein Problem ist, dass er auf dem Streifen relativ flüchtig ist. Also hier ist er jetzt gar nicht mehr so hart wahrzunehmen. Ich sprühe ihn jetzt aber nicht nochmal nach. Vielleicht auch ein hautnäherer Duft. Aber es ist dieses Süße, diese rote Beerensüße ist definitiv noch da. Jetzt kommt dieser Essence Pyro, das war ja oder Pyro, das ist ja dieser super Rauchduft hier. Uiuiui, nach wie vor, ja, absolut irre. Hier kommt noch die Zeder durch. Oh, der drückt ganz schön auf die Nase. Hier ist auch das Leder schon intensiv. Ledrig, rauchig. Also ob das was für jeden ist. Kaufen, weiß ich auch nicht, ob ich den würde. Ist auf jeden Fall spannend. Also wer was wagen will, probiert den mal aus. Dann haben wir den Fig Audi, das war dieser Feigen. Ja, super schön, nach wie vor. Auch die Orangenblüte mit dieser Feige. Hier habe ich immer noch nicht so eine dolle Animalik. Der ist wirklich, wirklich sehr angenehm. Ein bisschen grüner Oud-Duft und auch das Oud, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich weiß auch nicht, ob da echtes Oud drin ist. Also, das will ich mal zur Diskussion stellen, weil so dieses Typische, was Oud ja auch oft hat, dass es auch so eine animalische Seite hat oder auch so ein bisschen am Anfang so ein bisschen stinkig ist, das hat das auch nicht. Fig Illet ist einfach strahlend hellgrün mit diesem animalischen Twist. Ist einfach also das ist ein Sommerduft durch und durch. Der ist erfrischend, der ist geil, der ist trotzdem nicht erdrückend. Die Tuberose ist toll ausbalanciert, kann ich euch empfehlen. Und das sage ich jetzt einfach so, weil den habe ich schon mal getragen. Ich würde das jetzt nicht so sagen, wenn ich jetzt nur auf dem Teststreifen, kann man es ja nicht wissen, aber genau, Masque de Habib, dasselbe Ding, finde ich einfach wahnsinnig tollen Duft. 70er Jahre Vintage Moschus mit dieser Rose. Selbst hier mag ich sogar die Rose drin. Ist ein geiler Duft, ist aber super schwer, super pudrig. Also da muss man Bock auf wirklich Puder haben.
Das kann auch so ein bisschen einem die Luft nehmen. Aber ich finde den total schön, ich finde ihn klasse. Musk Kaliri, das ist ja dieser Imperial Musk hier, der ist sehr auf dieser Jasmin-Orangenblütenseite, der ist sehr blumig. Hier finde ich den Moschus nicht so stark. Da hat sich auch so dieses Bitter-Orangen-Opening noch so ein bisschen gehalten. Finde ich auch gut. Also wie gesagt, heute, das wird jetzt hier kein Video mit den Mega-Gags oder wo ich hier irgendwie alles scheiße finde. Das ist schon, ich finde die Marke, im Endeffekt sind die wirklich zum Testen, sind die alle testenswert. Und die DNAs sind wirklich eigenständig. Geil. Also warum haben wir nicht mehr Marken sowas hier wie er jetzt hier? Und dann sieht man ja, muss man nur irgendwie in den richtigen Parfümeur reinlaufen und ruckzuck, geile Marke gemacht. Ja, Neroli Animalis. Ich bin kein Fan von Neroli und hier, ich sag's euch, könnte ich mir vorstellen, den könnte ich mir auch vorstellen zu kaufen. Diese Mischung aus diesem salzigen und Neroli und dieser krassen Animalik, wie gesagt, dieses Vintage-Churros-Ding, wer das mag, der kann das hier auf jeden Fall mal checken. Grüne Papaya. Dieser Osmanthus Shibori, bleibe ich bei. Da kommt jetzt ein bisschen auch diese Jasmin-Note durch. So richtig animalisch. Die haben alle so einen animalischen Grundton, ne? Irgendwas Herbes. Aber hier ist es vor allen Dingen ganz geil, diese grüne Papaya. Habe ich in einem Duft so tatsächlich noch nie gerochen. So, jetzt haben wir den Oud Dene, also hier den... Ja, jetzt kommen hier auch so ein bisschen die Lakritze durch. Der ist so ein bisschen wie der andere auch so sehr flüchtig auf dem Teststreifen. Müsste man auch mal auf der Haut probieren. Aber ergänzt sich schön mit dem Veilchen. Ihr kennt ja vielleicht diese Veilchenpastillen. Ja, ist auch schön. Ist übrigens, wenn man Oud Dene, also Lakritz und Oud riecht oder hört, denkt man, es ist so ein ganz schwerer Duft. Finde ich nicht. Der könnte auch so, glaube ich, für den Sommer nicht, aber für den Frühling mit diesen maritimen Noten gut funktionieren. So. Der Rose Homé. Ja, das ist so vielleicht der, mit dem ich am wenigsten warm werde, sage ich euch, wie es ist. Ich finde dieses Maiglöckchen als so einen strengen Kontrapunkt gut. Ist mir insgesamt, zumindest auf dem Streifen hier, zu sehr an so Traubenzucker dran. Das hat irgend so eine Note, die mir nicht so gut reinläuft. Ja, den Santal Tislit, also hier die Santalbraut, die Sandelholzbraut, ist dann sehr schnell süß vanillig geworden. Das wird wahrscheinlich an dem Heliotrop und dem Honig liegen. Und cremig, klar, Sandelholzbasis. Relativ zahm animalisch. Also hier sind jetzt auch keine animalischen Noten drin und das Sandelholz und Jasmin sind ja beides Sachen, die auch eine Animalik haben können. Gerade Jasmin, wenn er so idolisch ist. Nee, hier haben wir wirklich einen sehr gefälligen Duft und den Santal Wagasai. Ah ja, das erinnert mich auch an irgendwas. Habe ich auch schon gesagt. Aber irgendwie ist es so interessant, weil das ist das Zitrische, aber das könnte auch... Es könnte aber auch irgendwie sowas in Richtung Curry gehen, aber nicht dieses Liebstöckel, kein Maggi oder so. Spannend. Also gut, ich mache jetzt hier Schluss. Ich sehe nämlich das Video schon wieder 35 Minuten, haben wir lange nicht gemacht. Ne? Ich würde sagen, die einzigen Düfte, die mich nicht zu 100% abgeholt haben heute, sind einmal dieser Rose Homé, den fand ich so ein bisschen Mama Huhu, geht so. Und dann gab es noch einen. Habe ich schon wieder vergessen. Also so schlecht kann er nicht gewesen sein. Dieser Incense Capnos, ja, muss man mal gucken. Insgesamt finde ich die alle erstmal von den DNAs spannend. Ich hoffe, euch hat das jetzt nicht abgeschreckt, dass das hier heute so ein bisschen so ein kryptisches Video mit ganz viel Storytelling-Überbau war. Und ich konnte euch einen Eindruck geben, was euch hier mit dieser Marke erwartet. Ich persönlich finde das super stark. Schade, dass die halt so wenig vertreten sind. Ich glaube, man kriegt die aktuell, glaube ich, fast nur bei denen selber im Shop. Gibt zwei Größen, immer die 50 und die 100 Milliliter Färbepreis. Ich glaube, die 50 liegen immer so bei 109, 108 Euro und ich glaube 150 für die 100 Milliliter. Dafür kriegt ihr einfach außergewöhnliche, tolle Düfte. Ich würde aber auch hier dazu raten, bestellt euch erstmal das Discovery Set. Das ist echt umfangreich, das ist super cool, weil die sind schon speziell. Also da würde ich jetzt nicht dazu raten, blind mir irgendwas zu kaufen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir weiter so nischiges Zeug machen oder ob euch das jetzt eine Nummer zu nischig war, was vielleicht eine Marke ist, die man auf dem Schirm haben muss. Eurer Meinung nach, wo ihr sagt, das ist eine Nischenmarke, kennt auch keiner, ist aber super geil. Ob ihr Bock habt, das hier mal zu testen, ansonsten Lob, Kritik, Anregungen wie immer hier rein. Ihr kennt es schon und wenn euch das Video gefallen hat, was ich natürlich hoffe, dann gebt einen Daumen nach oben, ja, abonniert den Kanal, schaut, was wir sonst noch auf dem Kanal gemacht haben und dann freue ich mich einfach, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute und tschüss.